Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Silvernagle came in and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Dayton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Heute mal zu etwas Besonderem. Wir begleiten mal heute unsere zwei Freunde aus Großbritannien, Byron und Ben, in der IMSA Vintage Series. Beide sind hier richtig schnell unterwegs. Wir sind hier in Monza und da bin ich mal gespannt, was die beiden so bringen. Wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir heute also in Monza zu Gast und da drehen wir heute mal die Uhren zurück in die 30er Jahre, als hier noch die große Strecke gefahren wurde. Da gab es noch keine Schikanen und die große Steilkurve wurde hier mitbefahren. Aktuell wird Monza ja für viel Geld umgebaut und restauriert und im Zuge dessen wird auch die Steilkurve wieder instand gesetzt. Da bin ich schon mal gespannt, ob dort auch Rennen stattfinden werden. Es ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Alleinstellungsmerkmal für die Rennstrecke und auch ich bin schon mal die Strecke bei iRacing hier gefahren und es macht verdammt viel Spaß, aber ich denke mal, in echt ist es auch ganz schön gefährlich. Wir haben heute 29 Fahrer am Start, wobei das Feld heute ziemlich gut aufgeteilt ist. Wir haben 14 Fahrer im Nissan am Start und 15 Fahrer im Audi. Und die Jungs müssen heute insgesamt 18 Runden absolvieren. Wir haben heute auch unseren Björn Ackermann mit am Start. Er tritt hier im Audi an. Bin ich mal gespannt, wie sich die Jungs heute hier schlagen. Und so wie es aussieht, fährt Byron heute keine Qualifikation. Und da wir das Replay ja von Byron hier haben, können wir leider nicht schauen, was die anderen heute in der Qualifikation machen. Also werden wir dann gleich direkt zum Rennen springen. Die Fahrzeuge, die heute hier am Start sind, waren Anfang der 90er Jahre in der IMSA unterwegs und es ist so in Sachen GT-Sport das Maximum, was damals technisch möglich war. Audi hatte damals extra diesen Audi 90 GTO auf die Beine gestellt, um Amerika mal richtig aufzumischen, was denn auch fabelhaft gelungen ist. Genauso der Nissan, ein technisches Monster auf 4 Rädern. Jeder, der mit dem Auto hier mal bei iRacing gefahren ist, kann mir das bestätigen. Und ich denke mal, heute hier bei der Streckenkonfiguration, das wird ein wildes Gerase und Gebolze. Oh, that would help. Thanks, Tank. Der Vollgasanteil hier auf der Rennstrecke ist unendlich hoch. Sorry, as I was saying, slightly different routine this week because I'll be doing the 24-hour with Björn Ackerman from the BTR TV crowd. Evening and good luck to you as well, sir. How are you doing tonight, Ben? Enjoy. Bon appetit. Got a feast of Monza mayhem tonight because we're on the combined Grand Prix oval circuit now, and then on the race after we're on the classic oval circuit. So fun. I love Monza, so I'm not gonna complain. Yep, Ben is here, and so is Mr. Ackerman. He's in the Audis. There he is. No, we're missing one here, Tommy. I wonder who that could be. It's a survival race. Like, it doesn't matter where you start. So, I don't have a quali set up. I really don't. Okay, just the one there. No quali setup. What fuel I needed, so don't need to. It'll start me at the back of the GTPs. Indeedy.
Kurt Hell Jensen. Lovely bloke. Check him out. I believe it's Tower 76. So, Qualifying ist beendet und die Startaufstellung müsste dann auch jeden Augenblick losgehen. Ben Startplatz 7 und Byron Startplatz 9. Björn got P7 in class. Nice. Björn startet in seiner Klasse auch von P7. Good luck, everyone. Und so langsam macht sich die ganze Meute hier auch schon bereit. Leider ist Byrons Kamera ausgefallen, sodass wir ihn leider im Twitch heute nicht sehen können. Ah. Dafür haben wir den Twitch von Ben Sommers heute mit dabei. Der wird auch gleich eingeblendet. Der nimmt mir dann immer ein bisschen das Moderieren ab. Björn in seinem unverwechselbaren Einhorn-Design mit rosa Rädchen. See you in hell. Knapp 40 Minuten Rennen haben wir jetzt vor uns mit einem obligatorischen Boxenstopp. Da wird wie immer nur getankt und keine Reifen gewechselt. Schauen wir mal, wo unsere Jungs rauskommen. Good luck, everybody. I really hope I pass the start line this time. So langsam füllt sich hier der Grid. Ein paar Fahrer fehlen noch. That sounds ominous. Ganz vorn auf Pol Konstantin Kowal vor Malte Schneider und Marcos Waschquesch. Well, I think last time we did this layout, there was a big crash on the start finish line. Die letzten Informationen werden hier noch ausgetauscht. Checkered flags for everyone tonight. Come on. Well, week 10 already. Week 10. Monza combined for the IMSA Vintage Series. And the car in front of me just blinked out, disappeared into the ether. Oh, there it is. Okay, he's back. Well, it's split, so this is second split. 29 in total, cars in total, with two classes. The Audis have got 15 and the Nissans 14, I believe. So we qualified right in the middle, P7 out of 14. Let's see how we get on. Und da hat sich das Pace Car auch schon auf die Reise gemacht. Monza combined with the oval, banked oval. So this should be fun. Zum Glück wird hier nur eine halbe Einführungsrunde gefahren und keine ganze. Und auch die Audi müssten sich langsam in Richtung Start in Bewegung setzen. Ich denke mal, Überrundungsverkehr dürfte hier auf dem Highspeed-Kurs nicht so ins Gewicht fallen. Hier gibt es genug Möglichkeiten zum Überholen und der Kurs ist auch breit genug. Die Strecke hier ist ja in der heutigen Konfiguration knapp 10 Kilometer lang. See how we get on. Da verteilen sich 30 Fahrzeuge. Lots of people didn't qualify, so Da drücken wir auch mal unserem Björn die Daumen, dass er heute heile hier durchkommt. grid might be a little bit lopsided. Eine Kurve noch, dann wird das Pace Car abbiegen und die wilde Meute macht sich dann hier auf die Jagd. 40-minute race, I think. I don't think it's 60. Oh, it's 18. It's 18 laps. Sorry, 18 laps. Oh, great. Blinker on the left-hand side. Apologies. Und da taucht das Feld auch schon aus dem Nebel auf. Might need to pit actually. Da ist das Pace Car auch schon abgebogen und jede Sekunde müsste die Ampel dann auf Maybe grün to schalten. pit. Didn't think of that eventuality. Die Spannung steigt. Und da ist die Ampel auf grün geschaltet und los geht die wilde Fahrt. Konstantin Kowal setzt sich sofort in Front, dahinter Marcos Vasquez. Und Malte Schneider fällt hier direkt ein paar Plätze zurück. Ben konnte schon einen Platz gut machen. Jetzt heißt erstmal sich im Windschatten hier einsortieren und dranbleiben. Oh, is it 40 minutes? Und auch die Audis sind jetzt gestartet. Adrian Huchet ist sofort in Front To be gegangen. honest, I really hasn't sort of calculated the fuel completely yet. This looks dicey. Björn ist da auch vernünftig aus den Startlöchern gekommen. So wie es aussieht, sind der Audi-Klasse einige aus der Box gestartet oder überhaupt nicht an den Start gegangen. Hier fehlen ein paar Fahrzeuge. It's like a drafting this part of the track, isn't it? Didn't think about this. Herrlich, wie die Nissan-Prototypen-Geschosse hier durch die Gegend bolzen. Jetzt heißt für die Jungs alle erstmal dranbleiben, sich einen Windschatten suchen und möglichst das Fahrzeug nicht wegfeuern. Hier geht es fast nur geradeaus. Alle Schikanen sind eliminiert. Fast alle.
Die Variante Ascari ist hier in der Rennstreckenführung mit dabei. Die kann man bei iRacing nicht entfernen. Und wir hatten den ersten kleinen Zwischenfall im Audi-Feld, den wir uns mal anschauen sollten. Da schauen wir direkt mal hin. Ahmed und Björn kommen hier gemeinsam aus der Highspeed-Sektion. Da gibt es einen kurzen Kontakt und Ahmed biegt mal kurz in die Mauer ab, aber nichts weiter passiert. Oh, und oben sehen wir es, Byron macht da gerade einen Ausflug. Da hat es vor ihm noch einen Unfall gegeben, den wir uns mal anschauen sollten. Someone went somewhere. I saw a car flying somewhere. Roque Lopez hier in Führung liegen, What happened there? verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlägt so ein, dass das Auto völlig hinüber ist. No biggie. Zum Glück hat er da niemand anderes mit abgeräumt. So, I saw something. Maybe it was a ghost car. It wasn't a real Schade, dadurch ist Byron natürlich bis ans Ende des Feldes zurückgefallen. car. Yeah. Und gleich der nächste Zwischenfall, diesmal wieder in der I Audi-Klasse. saw a car sort of flipping a little bit over there, and then all of a sudden something shot over there, the other side. Wieder Ahmed verliert sein Fahrzeug und wird von Konkurrenten getroffen. Diesmal geht er richtig segeln, Anyway, we'll carry on, see what happens. schlägt auch rücklings ein, kann aber weiterfahren. Where's Byron? Byron was behind me at one point. Byron liegt ja auf dem 12. Platz, hat aber noch Anschluss an die Jungs nach vorn. Und hier mal ein Blick in die Audi-Klasse. David Canchales vor JC Heredia und Juan Suarez. He's giving me the high road, is he? Björn aktuell auf P5. Er versucht gerade an Adria vorbeizugehen. Oh, und was passiert denn hier? Björn bekommt einen Schlag von hinten und schießt hier ein paar Gegner mit ab. Oh, große Kegeln. Da müssen wir gleich mal sehen, was hier passiert ist. Unten im Replay schön zu sehen, Marcos Bayon kommt da von hinten, verbremst sich und schießt Björn ab. Der geht segeln und nimmt noch seinen Gegner Adria mit. Schade. Mund abputzen, weiter geht's. Und nach den Zwischenfällen zieht das Feld hier auch schon ganz schön What's auseinander. going into with that car then? Ben Summers liegt inzwischen auf P4. Ganz vorne in Führung Konstantin Korval vor Edgar Alonso. Malte Schneider auf 3 und dann haben wir schon eine kleine Lücke von 2 Sekunden zum Ben, der hier die nächste Gruppe anführt. Direkt hinter Ben David Quiles. David's going to try and overtake me? The draft, maybe? Haben wir nach der ersten Runde schon einiges an Kleinholz zu verzeichnen hier. Konstantin Kowal führt immer noch vor Edgar Alonso und Malte Schneider. Die Jungs können sich jetzt schon leicht absetzen vom Rest des Feldes. Hier hinten kommt jetzt Ben, David und Marcos Vazquez. Und da hinten ist der nächste abgebogen. Und da kommt Juan Martin angeflogen. Oh, da hat Byron aber verdammtes Schwein gehabt. Okay, Tommy. Oh, wenn Juan Byron getroffen hätte, dann wäre es hier vorbei gewesen. Do you prefer Tommy, Thomas or Tom? Unser Ben genießt das Rennen hier und unterhält sich mit seinen Chatgästen nebenbei. What's your preference? Oh, Tom. Gotta do it all over again. Die entfernte Schikane, die scheint hier für viele der Knackpunkt zu sein. Hopefully no one crashes in front of me this time. Auch Juan verliert da in dem leichten Blick sein Fahrzeug und schlägt so heftig ein, dass er sich mehrfach überschlägt und von der Bande wieder abprallt, auf die Strecke zurückkommt und da ganz knapp unseren Byron verpasst, der nochmal richtig Glück hier gehabt hat. So I think I'm in 4th place. Oh yes, traffic, I forgot about... You know what, in this series I always forget about traffic and then all of a sudden it gets to sort of laps 6 or 7 and then I see Audis, I'm thinking, oh, Audis. Crazy. Tires. Und Markus ist jetzt hier an David vorbeigegangen. Tom, I'm glad you're here. I'm racing in R Factor on, I think it's Tuesday next week, and about a track called Eifel Südstrecke. Have you heard of it? Eifel Südstrecke. There's your slipstream, Victor. I need to practice it. It sounds kind of German. The Strecke means track. Das Nissan-Feld zieht sich jetzt hier schon leicht auseinander. Markus und David kämpfen hier immer noch um die Position. Dahinter Christian Diaz auf P7 ist ja schon 0,8 Sekunden weg. Oh, you must be running a similar setup. Und auch ganz vorn wird um die Position gekämpft hier. Byron hasn't got too much damage. I'm sure he's quicker than old track. Oh, okay. Konstantin und Edgar. Ein super spannender Zweikampf um die Führung hier. Is it like part of the Nordschleife or out? Or not? Nothing to do with the Nordschleife.
Björn fährt nach seinem Unfall auf P10 dem Feld hinterher. Vor ihm Ahmed Kurtul, Robin Young, Marcos Bayon auf P7. Auf 6 haben wir Adrian Huet, auf P5 Mark Ken. P4 haben wir dann Frances Diaz. Because I know you've got the actual Nordschleife and the Südschleife, and then you've got that extra bit of track between them or something. I forget what it's called now. Von die ersten drei, JC, David und Juan, können sie schon ein Stück von den anderen absetzen. Der Abstand nach hinten beträgt schon über 2 Sekunden. Well, this isn't going too badly. I thought this was going to go horrendously and I will be like last by a long way. But as long as I don't mess it up, which is a possibility of course. Und ihr seht, dass plötzlich unser Leader Konstantin Kowal zurückgefallen ist. Da schauen wir auch gleich mal, was da passiert ist. Konstantin Kowal verliert hier Ausgang Lesmo 2 sein Fahrzeug, kommt zu weit auf den Randstein und schlägt dann richtig ein. Oh, das hat wehgetan. Da hat Malte Schneider aber richtig Glück gehabt, dass er dann noch abgeräumt wurde. Edgar Alonso. Alonso is faster than me. So is Malte Schneider. Da hat er hier jetzt in der Anfangsphase des Rennens schon einiges an Kleinholz gegeben. Edgar kann sich jetzt leicht vom Malte absetzen. Yeah, what's going on, Macintosh? I must have got a bit lucky here. I'm probably one of the slower drivers here, but I just got lucky and got away really. Avoided any shenanigans. Alles in allem muss man aber sagen, ist das Feld hier vorne in der GTP-Klasse noch recht dicht beisammen. Und da wir ja auch noch einen Boxenstopp haben, kann da so einiges noch passieren. Und auch Bayern, der inzwischen wieder auf Platz 9 liegt, ist da noch relativ dicht am Feld dran. Da ist noch alles möglich heute. Byron's still there in the top 10 somewhere. Hopefully it's not too bad. Sergei Raves und Christian Diaz haben wir hier mal im Bild. Die beiden kämpfen um P6 und 7. You see cars in front of Und you. hier unser Bayern arbeitet sich so langsam nach vorn wieder. Er konnte schon Victor Carrera überholen und hat Fren Arzola vor sich. Hier hinten Konstantin Kowal, nach Reparaturstopp weit zurückgefallen. You know what? I think Byron got me having some trouble because I thought it was my end, but his stream stopped for me when I was watching it, and I rebooted it or refreshed it, and I've left it ever since. I don't know. Then his camera disappeared. I think I didn't see his camera, but we took it off deliberately. I don't know. Oh, I'm rubbish at that. Ascari, I really am. So rubbish. 1X. Any car, every car. I'm rubbish at Ascari. It's my hardest and worst corner on this track. Hier vorne in der Audi-Klasse kämpfen 4 Fahrer um die Führung und Mark Kent ist da gerade in Front geschossen. Und hinter den Jungs schon eine Lücke von 18 Sekunden. Byron is back on P10. Come on, Byron. Wir befinden uns gerade erst in Runde 4 für die Audi und Runde 5 für die Nissan. Oh, that's with a bad Ascari as well. I would have been another second up the road, I think. I would have been a little bit closer to the guys, but now they're drafting again, so they're going to be 4 seconds plus in a minute, I think. Are they drafting? Not getting away. Ganz vorn kämpfen Edgar Alonso und Malte Schneider um die Führung. Circa 3,5 Sekunden dahinter Ben Summers, inzwischen auf dem 3. Platz angekommen. Und hier Marcos, David, Sergei und Christian kämpfen um P4. One of them's blinking. Und Byron kämpft sich da Schritt für Schritt wieder nach vorn, geht jetzt hier an Fren Arzola vorbei. I seem to be the same pace as them, maybe even slightly catching. Possible. Bin ich echt mal gespannt, wann die Jungs dann hier ihren Boxenstopp machen. Come on, car. Right, where are we? Cover braking. I've got to get Ascari right this time. Und Byron muss da seinen Platz wieder an seinen Konkurrenten abgeben. Und auch hier vorne geht's rund. Da wechseln ständig die Positionen. Jetzt liegt Sergei Raves vorn. Und auch Christian Diaz kämpft sich da Position für Position nach vorn. Durch die Zweikämpfe kann Byron hinten immer mehr aufschließen, fährt auch super Rundenzeiten, die schneller sind als der Rest des Feldes. Oh, und da geht einer aus dem Quartett fliegen, das müsste Marcos Vasquez sein und der nächste ist da eingeschlagen. Yeah, car behind. I don't think he is. Car behind just made a mistake, I think. Oh, Bjorn? Oh no, what's Bjorn doing there? Da haben wir es gerade noch gesehen, Sergei hat da sein Auto verloren.
doing? Im Replay unten schön zu sehen, auch Ausgang Lesmo 2 scheint da ein Problem, Ecke für die GTPs zu sein. Sergei verliert da sein Auto, dreht sich ein und schlägt mit voller Wucht mit der Front ein. Hallo Björn. Das Rennen dürfte dann auch gelaufen sein. Und auch ein Stück hinter ihm, Markus hatte ja da einen Zwischenfall, was wir unten im Replay auch nochmal schön sehen können. Ich glaube, er hat sich da ein bisschen verbremst, ist ein bisschen viel zu schnell in die Kurve rein. Runde Kiesbett und weiter geht's, das ist halb so wild. Go, go, go. Dramas. Yeah. Dadurch macht Bayern natürlich die nächsten Plätze gut. 214 dead. That's my new PB. Man sieht hier, bei den hohen Geschwindigkeiten wird jeder kleine Fehler hart bestraft. Hier vorne die Plätze 1 und 2, Edgar Alonso und Malte Schneider. Malte hat da so ein paar Verbindungsprobleme. Wow, new PB. How did I get a PB? Unser Ben ist da immer noch in Schlagdistanz und könnte heute hier um den Sieg mitkämpfen. Byron in the pit. Oh, was he part of the Lesmo mess? Yeah. Da sehen wir es unten im Twitch. Byron macht seinen obligatorischen Boxenstopp. In the Monza in the Lotus. Ich denke mal, eine ziemlich schlaue Idee, den Boxenstopp ein bisschen vorzuziehen. Er hat auch aktuell die beste Pace im Feld. I think he's right in the Lotus in the next race. Lotus 17. Let's see if that strategy pays off. Because everyone had a pit, we all started on full tanks. Björn has lost all places. Gaps now, 17 seconds. Wait, did I get the same lap time? That's weird. Oh wait, was it the second? First? I'll get confused. Whether this is the first part of the lap or the second. In der Audi-Klasse kämpfen inzwischen David und Marc alleine um die Führung. Slow down for that corner. Juan und Jay-Z verlieren da so langsam den Anschluss nach vorn. Can't believe it. Howard's gone. Beyond's had a nightmare. Byron's struggling with issues he's having with other people or whatever. Byron ist auf P10 wieder rausgekommen. Spear had a meeting. Allerdings müssen ja alle anderen noch ihren Stopp machen. I can't believe his boss called a meeting for exactly the same time as this race started. He wasn't happy. Hier ganz vorn Edgar und Malte immer noch 2 Sekunden vorm Ben. He'll race it on probably Friday or Saturday though. David Galvez is back in 4th. I think he's slightly quicker than the others behind him, but he makes the odd mistake. He's made the odd mistake so far. Drop back a bit. Hier vorne bei den Audis ist der Kampf um den Sieg wieder zu einem Dreikampf geworden. Juan konnte da seinen Rückstand wieder zufahren. Nur Jay-Z ist da ganz weggefallen oder wird wahrscheinlich an die Box gefahren sein zu seinem Stopp. So a puff of smoke somewhere. Bei den Prototypen vorne alles beim Alten. Edgar Alonso führt vor Malte Schneider, der hier auch keine Anstalten macht, vorbeizugehen, hält sich dann die ganze Zeit im Windschatten. Und ich denke mal, der wird vielleicht versuchen, ein bisschen Sprit zu sparen. Auch keine so verkehrte Taktik. Ben Summers inzwischen auf 1,5 Sekunden wieder rangefahren. Aber der schnellste hier aktuell im Feld ist unser Byron. Bin ich mal gespannt, wenn die anderen an der Box waren, wo er dann rauskommt. Just the angle. Just the angle. Angle of the dangle is wrong. David Quille steckt jetzt hier mitten im Überrundungsverkehr. P4 in der Nissan-Klasse. Hinter ihm Christian Diaz auf P5. Geht jetzt auch an den 2 Audi vorbei. Markus Bayon und Adria Huguet. Not really doing great for SR this race. Der ehemalige Polesitter in der Audi-Klasse. Den Jungs fehlen nach vorne zu Ben Summers schon über 5 Sekunden. Go. Und Byron ist jetzt hier dabei, Björn zu überrunden. Says we've got enough fuel for 9 more laps. Beide liegen auf P9 in ihrer jeweiligen Klasse. Thank you, sir. Allerdings hat Byron noch Chancen auf den Sieg, Björn nicht mehr. So it is a fuel race. God, I just heard one of the Nissans go by on the oval. Jesus Christ. At least I think it was a Nissan. Yeah, so it's not a 40 minutes. It says 18 laps on the thing, rather than minutes. Interesting, they're doing it in laps this one. Björn hat nach dem Zwischenfall am Anfang massiven Rückstand auf seine Konkurrenten und ich denke mal, er versucht auch nur vernünftig das Rennen hier irgendwie zu beenden, um nicht so viele Punkte zu verlieren. Ben hat inzwischen seinen Rückstand nach vorne zugefahren und mischt jetzt hier im Kampf um den Sieg mit. Und auch hier bei den Audis geht es richtig rund. Die Plätze 1, 2, 3 nach wie vor ganz dicht beisammen. Mark Kent kämpft da vorne auch noch mit, aber ich glaube, der hat auch ein paar Verbindungsprobleme und glitscht hier ein bisschen.
Dahinter gibt es jetzt einen ganz engen Dreikampf um die Führung und Ben versucht da auch jetzt nach vorne zu gehen, geht dann nach außen und hat den ersten schon überholt und ist jetzt in Führung, top gemacht. Damit Ben Summers jetzt vor Edgar Alonso und Malte Schneider. Wir befinden uns in Runde 8 von 18, also bewegen wir uns langsam Richtung Halbzeit. Und auch für den Bayern stehen ja die Chancen richtig gut. Das Rennen entwickelt sich hier immer besser. Aber jetzt drücken wir erstmal Ben die Daumen. Seit er hier in Führung liegt, ist er jetzt auch plötzlich ganz still geworden. Und so langsam hat sich das ja auch in Sachen Unfälle erstmal ein bisschen beruhigt. Ben gerät jetzt hier richtig ins Schwitzen, hat seine 2 Gegner direkt im Nacken sitzen, die warten nur auf den kleinsten Fehler. Und ich bin mir sicher, auf der nächsten Geraden wird dann auch der nächste Angriff kommen. Geraten jetzt hier in den Vierkampf in der Audi-Klasse. Allen voran Marquez vor David Canchales und Juan Suarez. Hoffen wir mal, dass hier alles gut geht. Thanks, Robin. Und so wie es aussieht, können die Jungs sich hier auch problemlos durchkämpfen. Yes, I did, Mike. Ganz da hinten sehen wir auch auf P4 David Quilles, ungefähr 3,5 Sekunden weg von der Gruppe vorn. No, it doesn't seem like it. Whoa! Oh nein, oh no, was passiert denn hier? Ach, Edgar Alonso ist da Ben Summers hinten drauf gefahren. Ah! Und auch die Führungsriege der Audis wird hier mit involviert und durcheinandergewirbelt. Ach, schade. Da vorne Chasey Heredia im Audi entscheidet sich auch gleich direkt seinen Boxenstopp zu machen. Tag! Und Ben fällt jetzt hier bis auf P4 zurück. Das vergrößert natürlich nicht seine Siegchancen. Malte Schneider jetzt in Front vor David Quilles. Tag from behind! Und unten im Replay nochmal schön zu sehen, Edgar Alonso verschätzt sich da in der Kurve. Ich glaube, der war ein bisschen zu schnell und fährt dann hier dem Ben auf die Ecke und beide fliegen ab. Und auch dahinter die Audis kommen dadurch ein bisschen ins Straucheln. Hey, Joe. Aber Ben liegt trotzdem noch einigermaßen gut im Rennen und das Auto scheint auch noch halbwegs gerade zu sein. Er kann jetzt hier auch wieder an Edgar Alonso auf P3 nach vorn gehen. Allerdings fehlen ihm auf die Spitze schon über 5 Sekunden. In der Audi-Klasse weiterhin Marquez vor David Canchales. Seems to say Adelaide. Juan Suarez auf P3 in der Audi-Klasse hat durch den Vorfall vorhin mit Ben Summers ca. 6 Sekunden auf seinen Gegner vorne verloren. Edgar versucht da wieder an Ben vorbeizugehen, der kann aber hier nochmal vorn bleiben. Kurva Grande und von hinten kommt Christian Diaz. Trotz der wilden Raserei hier ein mehr als interessantes und spannendes Rennen. Und unser Bayern hier kämpft sich da still und heimlich nach vorn Top-Rundenzeiten. A little bit hot into the if he followed me and he might have messed that up. Sergey was behind me, so he still needs to pit. How much off? Let's have a look. So it says 7.3 now. So I haven't got enough for 7 laps. And there's Und direkt hinterm Ben gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. hang on. Edgar Alonso verliert hier auch in dem Knick sein Fahrzeug und schlägt hier ein. Da ist auch Feierabend, schätze ich mal. This lap, this time it'll be 9 to go. No, I don't think anyone does. I don't. This is not showing as a 40-minute race actually. 40. It's not showing. I'm going to pit now. This is not showing as a 40-minute race. I got it all wrong. I started off by saying 40 minutes. Und Ben biegt jetzt auch Richtung Box ab. Da wird sich jetzt so langsam abzeichnen, wo unser Bayern rauskommt. And it isn't. It's an 18 lap race. So sometimes they do 60 minutes and sometimes they do how many laps. Weiterhin Malte Schneider vor David Quilles. So if I've got like 10 seconds damage, 5 seconds damage, no damage. Good for me. Anyway, so it's I thought at least have 5 or 10 lap, 5 or 10. Und Byron zieht da auch jetzt am Ben vorbei. Der ist still und heimlich auf dem Weg nach vorne. Right, now we can go full beans. Ein super Rennen bis hierher von Byron. Full beans. Und ich würde es mir sehr wünschen, dass es auch ins Ziel bringt. Right, that's it. Half the race done. You know what? We've split it halfway, haven't we? If I'd have known I was going to do that, I would have put less in. But hey. I can't believe there was no option. It definitely didn't have optionals then. Right. So now, I've got enough for 9 laps to go, just under now, and I've got 9.7, so I've got probably just over 3/4 of a lap
too much for fuel. Is he letting me go? I'm not sure about this guy. I'm twiggling on purpose, but he's had me off. Right, okay. See what we can do. I don't know that. Does anyone check how much kilometers an hour is on the straights? Was I quicker than? David Canchales, der aktuelle Audi-Leader, war noch nicht an der Box. Does anyone know? I didn't even take any notice. Right, let's see if we start catching Byron. 8.5. Ich denke mal, der frühe Boxenstopp, das war entscheidend von Byron, denn danach konnte er sich in Ruhe auf sich selber konzentrieren und Top-Rundenzeiten fahren und hat sich so in eine super Ausgangslage hier für die letzten Runden gebracht. Denn alle, die noch vor ihm liegen, die müssen alle noch an die Box. Yeah, I noticed I got 1x there. Dodgy line. Christian Diaz hier fährt auch ein tolles Rennen, hat sich bisher aus allen Unannehmlichkeiten rausgehalten und liegt inzwischen auf P3. I just thought it was really strange where it said no optional. Optional. I thought it was going to say something. Whee. Right. Bei den Audis gab es mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns gleich mal anschauen. What was it? 7.5. We're sneaking up on Byron. Let's see if we can get it under 7. Looks like he's had an eventful run. David Canchales, Leader in der Audi-Klasse, kommt hier in der letzten Kurve ein bisschen weit raus Too smoother there then. und muss hier durchs Kies, dort hier sogar leicht an und weiter geht's. Ruud de Vries hier hatte am Anfang auch schon mal einen kleinen Zwischenfall, hat sich inzwischen wieder gefangen und liegt auf P5 in der Audi-Klasse. That's the leader, David, leader of the GTOs. Vor ihm der ehemalige Pole-Sitter in der Klasse, Adrien Huguet. Ben ist inzwischen auf P7 aus der Box wieder rausgekommen. Because you're right to ride the curb in some cars, but this car with curbs is not the best. Byron fährt heute hier ein Top-Rennen, musste am Anfang mal kurz durchs Kies, weil vor ihm einer gecrasht ist. Da ist aber zum Glück nichts weiter passiert und ich hoffe mal, dass er es auch noch ins Ziel bringt. So, I don't really know what position I'm in, because I think there's a number of people who haven't pitted yet. Ah, here we go. Marcus in the pit. But the top, I think obviously the top 2 have got away, or top 3. Sure. .213. 213.6. 213? Huh? David Canchales liegt immer noch in Führung in der Audi-Klasse und war noch nicht an der Box. Wasn't I doing 215s earlier? Ben liegt hier direkt hinterm Byron, ihm fehlen mehr als 7 Sekunden auf seinen Kompagnon. Anyway, let's carry on. Marcos Vázquez steht an der Box, um seinen Boxenstopp zu absolvieren. So I thought even though there were no optional repair, I felt as though surely there was some little bit. It seems as though the car is speeding along. I must admit, I took a bit of a risk here last time. I didn't lift off, but normally I do. Who has Ackerman made up places? I hope so. And then I got a good Lesmo 1, but Lesmo 2 is always a tricky one. Always a tricky one. You've got to be really slow and try and get a fast exit. Good evening, Smithers. How you doing? I'm in P7. Well, actually I'm P6, I think someone pitted. But the top... I'm in P6 I think now, but... However, I don't think the top 5 are pitted yet. Armin und Marcos kämpfen hier in der Audi-Klasse um den letzten Top-5-Platz. Sehenswert. P4's in the pits. Dahinter ist David Quillis jetzt an Malte Schneider vorbeigegangen und hat die Gesamtführung übernommen. Does that mean if I overtake P4, I'll be in new P4? Byron schleicht sich Position für Position nach vorn und fährt sensationelle Rundenzeiten. Yes, it's old Monza combined with the old oval, yeah. The old, what do they call it? The old 10k layout or something. Ben ist inzwischen auch wieder in den Top 5 angekommen. Yeah, fuel should be good. 6 laps left in So what's going on? 5 laps left. It was funny because I went past first and second, but to be honest, I've got a feeling there was a bit of a schmozzle early on.
and I think a lot of the faster guys were like way back there, and now they're starting to come through. So we'll have to see what happens. I'm waiting to see if I am ahead of Christian when he pits. I went another lap after my crew chief said pit window open. Have we got a lap time for Christian Ardia? Indeed, sir. We're actually looking good for this. Do you want to know what position? I'm sure he hasn't pitted. I want to know if we actually officially. Ganz vorne unsere Jungs müssen ja noch an die Box und dann ist der Weg frei für Byron. Ich würde es mir sehr wünschen für ihn. Er hat ja im letzten Rennen so einiges an Pech gehabt. Und so ein Top-Ergebnis, das gibt ja auch Auftrieb für die nächsten Rennen. Hello, didn't change the. Maybe I didn't pump the brakes enough. Wouldn't change down any gears at all. For a little while. Ups. Might be my fault. Getting excited. Da hat David aber mal richtig quer gestanden und Malte ist ihm da kurz hinten drauf gefahren. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Im Replay unten nochmal schön zu sehen. David verliert da sein Fahrzeug, kann die Kiste aber nochmal abfangen und Malte ist da ein bisschen schnell und dotzt ihn hinten an, aber nichts passiert. They're gonna have to pit by the end of No car. Be nice. Don't spin. So, Und Ben hat gerade gesagt, da gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Und auch Victor Rodriguez Carrera verliert er an der ausgelassenen Schikane sein Fahrzeug an dem Knick, schlägt er ein und das Rennen ist vorbei. Das scheint eine sehr heikle Stelle für die Nissan zu sein. No more lappers, pitters? No. Yeah, I thought we'd be 14. Oh, Diaz. Okay, thanks, Rufus. So, I guess we're net P3 then? But I think Byron's got a pit, hasn't he? Jörn's having a bit of a battle. You know what, I've completely lost track of who hasn't pitted. Björn liegt hier immer noch weit zurück auf P10 mit runden Rückstand. Oh, we did pit. Oh, that's why. Oh, well, Byron might win the thing, yeah. Is Byron the quickest or not quickest? I think Byron might be. Is it Byron and Fran are probably the two quickest on track? Byron ist aktuell hier der schnellste auf der Strecke und hat wieder eine Top-Zeit hier in den Asphalt genagelt. Excellent. Oh, well, go Byron. I was getting worried earlier, but I think he disappeared because he pitted really early. And I thought he had him in. Byron kämpft sich hier durch die Audi-Meute, überrundet jetzt wieder den Björn. So haben wir heute hier vertauschte Rollen. Byron kämpft um den Sieg und Björn fährt hinterher. Backwards on the go. Had to brake. David Quilles und Malte Schneider waren jetzt an der Box und kommen hinter Byron wieder raus. Damit liegt Byron jetzt auf P2. Right, so, who we got here? Yeah, here they are. Oh, Auto has lost a fair bit to the other guy. Allerdings ist David Quilles vor dem Ben wieder rausgekommen. Das heißt, dass Ben trotz seines Zwischenfalls vorhin Boxenstopp bereinigt auf P3 liegt. Wow, wenn die Jungs das ins Ziel bringen, dann gibt's was zu feiern. Yeah, we won't do that again. That's grass. David auf P3 liegt über 4 Sekunden hinter Byron. Ich glaube, Ben ist sogar hinter Malte Schneider zurückgefallen. Greift aber jetzt hier an, um sich die Position zurückzuholen. Malte ist da stark am Glitschen. Ja. Und da ist Ben jetzt auch vorbeigegangen. Und auch direkt vor den Jungs gibt es hier Kämpfe in der Audi-Klasse. Markus Bayon, Ahmed Kurtul und Ruth Fries kämpfen hier um den letzten Top-5-Platz. Seite an Seite geht es hier durch die Kurve und außenrum Ben und Malte. Und hier kann sich jetzt Ahmed durchsetzen. Tolle Kämpfe hier. We'll take third. Fren Arzola, P5 in der Prototypenklasse, kommt da von hinten und überrundet jetzt die Jungs. Und kaum haben wir weggeschaltet, hat es da hinten auch gescherbelt. Man sieht das Auto da hinten noch fliegen. See if we start to catch David. 8 seconds though. Im Replay unten nochmal schön zu sehen. Fren knallt dem Ruth beim Überrunden hinten auf die Ecke und schickt ihn da ins Off. Oh, I think I said I don't like that. Scary. Der muss hier einen riesen Bogen gehen, dort sogar leicht an die Reifenstapel an. Okay, so does that make us in podium?
Und Ben realisiert so langsam, dass es vielleicht doch heute für ein Podium reichen könnte. 25. Byron. Is that Byron? Weit ist es nicht mehr für die Jungs. Wir befinden uns in Runde 16 von 18. Oh, that's Christian. Is Christian pitted? Und Christian, der Leader, muss ja noch an die Box zum Tanken. Darn it, I forgot about Christian. Byron's second. Und inzwischen hatten wir noch einen kuriosen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. That's Franklin. Christian is doing well then. Ahmed Kurtul will zu seinem Boxenstopp abbiegen und verliert dabei sein Audi. Legt sich hier quer, zum Glück knallt da keiner rein. Hat dann eine etwas unglückliche Stelle gewählt, aber alles nochmal gut gegangen. He has to hit this lap. Still though, I'll take this. How long we got? He's trying to fuel save. Oh, 10 laps. It says about 3 hours. He's got to be trying to fuel save. Always says that when it's they said it like 4 hours or 18 laps. 2,5 Runden muss Byron noch durchhalten, dann hat er es geschafft. Hier vorne in der Audi-Klasse, David Canchales immer noch in Führung vor Juan Oh, yeah, Suarez. Christian was the one in first. Frances Diaz auf 3 und Mark Kent auf 4. Vorne die Jungs müssen auch noch an die Box zu ihrem Boxenstopp. Christian hat knapp 10 Sekunden Vorsprung auf den Byron, das reicht nicht beim Boxenstopp. Don't like Lesmo 2. Lesmo 2 or Ascari. Don't like. I get stuck behind. Oh, it's Mark. Und ich denke mal, Christian wird dann jetzt auch abbiegen an die Box, lange wird der Sprit nicht mehr reichen. Und da biegt er auch schon ab, damit geht Byron jetzt in Führung. Und 2 Runden haben wir noch zu fahren. Don't know about the water. I'm not sure I trust any of the dials in this whole thing. So langsam nimmt das hier Gestalt an. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Me, Mark and myself are both P4 in our class. Aber das wäre ja mal der Hammer, wenn Byron das bis ins Ziel bringt. Christian's in. Christian's in. Verdient hat er es auf jeden Fall. Er hat ja auch eine tolle Pace heute drauf. Hat hier die bisher schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Und hat sich keine eigenen Fehler geleistet. Am Anfang, da konnte er nicht viel dafür. Und unser Ben liegt auf P3 mit 4 Sekunden Vorsprung auf Malte Schneider. Podium hype, maybe. No, still not podium hype. Is it podium hype? Yes, podium hype. Byron's leading. Go on, Byron. Christian ist auf P6 wieder aus der Box gekommen und kämpft hier mit Konstantin Kowal. Verliert jetzt hier sogar die Position und fällt auf P7 zurück. Versucht sich den Platz aber wieder zurückzuholen. Dahinter dann Sergei Rafs auf P8, der auch schon so den ein oder anderen Zwischenfall heute hatte. A 1-3 finish for Byron. Oh, jetzt fahren sich die Jungs hier fast noch in die Kiste. Konstantin setzt sich da energisch gegen Christian durch. They're going to drop each other. Monty and... Und Byron sammelt jetzt hier die ersten Führungskilometer. Ich glaube, dem wird auch schön der Arsch auf Grundeis gehen. So eine Chance bietet sich ihm hier nicht aller Tage. Er hat sich aber auch redlich verdient und ich würde es ihm so sehr wünschen. Auch unser Tommy ist hier im Hintergrund dabei. Der hat sich bei beiden Jungs in den Twitch eingeschaltet. Und ich glaube, er versorgt Ben und Byron mit den nötigen Informationen. Wird sich auch freuen und hier beiden mitfiebern. How am I going to do this round 2? Just go easy. And... out. That'll do. Front's getting a little floaty. Just got to go slow enough. But let's move 2 and... Weit ist es nicht mehr. Byron wird gleich in die letzte Runde gehen. Und auch für unseren Ben wird gleich die letzte Runde anbrechen. Und ich denke mal auch Björn wird froh sein, wenn dann endlich die Zielflagge fällt. T5C. Number 25 will be boiling. Fren Arzola konnte Malte Schneider überholen und liegt somit auf P4. Und Malte jetzt auf dem 5. Platz. Last lap. Keep your shit together. You're not home yet. Come on. Watch your speed. This is the last lap of fuel. Und ihr habt es gerade gehört. Final Lap, White Flag. Die letzte Runde ist eröffnet. Flag. Go on, Byron. Hier bei den Audis kämpfen jetzt David Canchales und Mark Kent um die Führung. Das könnte hier auch noch ein ganz heißer Tanz werden in der letzten Runde. Die Jungs haben einen Vorsprung von über 17 Sekunden auf den Viertplatzierten.
Juan Suarez steht als letzter an der Box und wird hinter den Jungs wieder rauskommen. Da haben wir ihn auch mal kurz im Bild. Und auch Juan Martin fährt hier mit kaputtem Auto nochmal raus, um das Rennen mit der Zielflagge zu beenden. Hang on in there. White flag. Die letzten Meter für unseren Beirennen und endlich hat es mal geklappt. Ich freue mich so sehr. Und Ben steht wahrscheinlich mit auf dem Podest, da haben beide was zu feiern. Was für ein Rennen. Please be nice to me, Audis. Und da haben wir auch nochmal Björn im Bild, der sich hier tapfer durchs Rennen gekämpft hat. Come on, go, go, go. Und hier in der Audi-Klasse geht es zwischen David Canchales und Mark Kent um die Wurst. Die beiden kämpfen hier um den Sieg in der Audi-Klasse. Der drittplatzierte Juan Suarez ist da über 11 Sekunden weg. Mark sortiert sich dann nochmal hinter David ein, aber er hat noch lange nicht aufgegeben und wartet hier auf seine Chance. Saugt sich da auch im Windschatten an und ist da ganz dicht dran. Thank you, Ahmed. Jetzt schert er da auch aus und wird an David vorbeigehen. Da wird David nicht viele Chancen haben. Seite an Seite geht es hier Richtung Curva Grande. Und da hat sich Mark jetzt auch in Führung gesetzt. Die letzten Meter und die letzte Kurve für Byron, Wahnsinn. Er hat es geschafft, gut ab. Gratulation schon mal von weg, aber auch David Willis, ein Top-Rennen. That's smooth. That's scarlet. That's unlike me. Well done, Byron. Great win. You deserve that today. Watch us make them in the beds. Thank you, David. You were pushing me. Absolut Sahne, buddy. Thanks for a great race, everyone. Ganz herzlichen Glückwunsch, Byron. Absolute Sahne, well deserved, wohlverdient. Yes! Aber auch dir, Ben. Great drive. Absolut Great win, Byron. Great geil. win. Thank you very much, Ben. Smashing podium there, buddy. Well done. Und da kommen jetzt auch unsere Audis Richtung Ziel. It's done. I enjoyed that. Enjoyed that indeed. 6 exit. Oh well. Podium high. Mark Kent konnte sich da gegen David Canchales durchsetzen. Die letzte Kurve, dann haben die Jungs es hier geschafft. Ein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch geht an Mark Kent und David Canchales und There he is. wahrscheinlich auf P3 Juan Suarez. Auch Mark hat hier ein absolutes Top-Rennen gezeigt. Doing his donuts. Und Byron dreht hier schon mal ein paar Donuts, während da im Nebel auch Juan Suarez auf P3 in der GT-Klasse langsam Richtung Ziel kommt. Oh, that's good fun. Da hinten sehen wir auch schon den Nebel. Good fun. Sehr schön. Ein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal Byron zu diesem grandiosen Sieg. Top gemacht. Ah, don't hit me. It's all over anyway by now. Look at that. Oh, I missed doing that. Still got it. Oh, yes! Ah, felt good. Ah. Das komplette Endresultat haben wir oben mal eingeblendet. Oh, thanks, David. It was a good race, mate. Yeah, really nicely driven, dude. Und da bewegen wir uns auch langsam Richtung Ende entgegen. Das hat sich doch heute mal wirklich gelohnt, hier mal reinzuschauen. Congrats, Mark, David and Juan as well. Well done, fellas. Yeah, I would, mate. I really would. Yeah, if you want. If it makes it easy. I mean, it is a pretty paid job, so I do need to get that. I do need to have a word with you about something. But I'll catch you when you're online. It's just a minor thing, but I can get my hands on that for you. So don't worry about that. Oh, I am sweating. Whew. Time is it? Oh. No rush for the wicked.
Ja, liebe Zuschauer, Wahnsinn. Ein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Top Bayern, ein wohlverdienter Sieg, aber auch Ben, super gemacht. Ganz herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ja, liebe Zuschauer, Wahnsinn, oder? Freuen wir uns alle für die zwei Jungs. Würde ich mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu und macht's gut. Ciao, ciao. Thank you, David. You were pushing me on those last few laps, buddy. Thanks for a great race, everyone. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen.
Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.